Hi Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 von Webseite bauen mit KI. So, wie im letzten Video angekündigt, geht es heute um den Webhoster und das Installieren von WordPress. So, ich hatte das schon installiert auf Sport Online Shop 24. Das Ganze lösche ich jetzt nochmal. Hier siehst du nochmal die Seite, die ist im Wartungsmodus. Aber ich habe mir gedacht, es ist besser, wenn ich es dir von null an auf zeige. Dann kannst du es auch schön nachmachen und so ist es am Ende einfacher für alle. Und zwar lösche ich jetzt erstmal die Datenbank, auf der ich schon WordPress installiert habe. Genau, bestätige das und jetzt dürfte hier schon gar keine Seite mehr vorhanden sein. Genau, sie ist nämlich jetzt nicht mehr mit dieser Datenbank verbunden. So, starten wir ganz vorne. Also, wenn du eine Webseite anlegen willst, brauchst du einen Webhoster, einen Server, wo die Daten gelagert werden, die dann wiederum abrufbar sind über deine Domain. Die Domain ist hier oben, deine Adresse, die du eingibst. Und ja, ich nutze seit 2017 All-Inkle. Das ist ein deutscher Anbieter und ich bin sehr zufrieden mit dessen Leistung. Seit ich mit Webseiten gestartet habe, nutze ich das Privatpaket. Das reicht vollkommen aus für die Webseiten. Und zwar bekommst du hier 50 GB Speicherplatz, was auch vollkommen ausreicht. 3 Inklusivdomains, das heißt, du kannst 3 Domains for free mitnehmen. Normalerweise kostet eine deutsche Domain ungefähr 10 Euro im Jahr. Und hier hast du 3 Stück inklusive. Genau, und dann kannst du auch COM- oder AT-Adressen nehmen, wenn du in Österreich sitzt. So, in diesem Paket bekommst du 3 Monate kostenlos und bezahlst danach 4,95 € pro Monat. Du hast aber immer diese 3 Inklusivdomains safe. Ich sag mal, das Angebot ist super, wenn du jetzt nicht vorhast, 10 Seiten zu bauen. Dann gibt es andere Pakete, die sich mehr anbieten. So, da ich nur mit All-Inkle Erfahrung habe, kann ich es dir auch natürlich nur hier zeigen. Ich finde die Preise sehr angemessen. Die Server sind meiner Meinung nach super. Wenn du es so einrichtest wie ich am Ende, hast du eine super schnelle Website. Du kannst hier alle Seiten super schnell aufrufen. Die Server sind meiner Meinung nach erste Klasse. Und das auch schon in dem günstigsten Tarif. So, in der Videobeschreibung kommst du direkt zu der Seite und genau, wenn du dich dann für dieses Paket entschieden hast, bekommst du per E-Mail Kunden-Login-Daten. Dann gehst du hier in die Members Area. Ich logge mich hier gerade mal ein. So, und wenn du dich mit deinen Daten angemeldet hast, kommst du in diesen Bereich. Hier siehst du auch, dass ich seit 2016 eben in diesem Vertrag bin. Genau, und dann kannst du auch hier über den Members-Bereich eine neue Domain kaufen. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch eine Zusatzdomain. Ich kann das ja mal demonstrieren, wenn wir jetzt einfach mal eingeben heilsteine24.de, die wird es sicher noch nicht geben. Genau, dann klickst du hier auf Weiter. Ah, okay, die gibt es tatsächlich schon. Gut, es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit. Genau, dann kannst du nämlich hier deine Domain checken. Dann geben wir einfach mal Heilsteine ein. Das ist natürlich nur ein Meme. Und dann siehst du hier, welche Domains noch frei sind. Ja, jede Domain kann es natürlich nur einmal geben und ja, wenn sie belegt ist, kannst du sie auch nicht mehr dementsprechend reservieren. Aber wenn wir jetzt beispielsweise das Ganze mal abändern, in Online kaufen XY, die wird es 100% nicht geben, das ist ja auch nur ein Beispiel. Okay, dann kommen wir zu der Domain-Verwaltung und da werden wir dann in Cars weitergeleitet. Genau, dann kannst du dir hier die Domain als kostenlose Inklusivdomain sichern. Ihr seht hier, ich habe hier noch eine frei. Genau, dann könnt ihr das hier bestätigen und dann einfach bestellen. Genau, und dann geht das Ganze relativ schnell und dann seht ihr hier Registrierung erfolgreich, wenn es dann funktioniert hat. Und dann gehört euch die Domain. Ihr könnt die 3 Domains zum Beispiel auch nutzen, so wie ich es gemacht habe. Ich habe hier kipflaume.de und .com reserviert. Ja, die sind beide inklusiv. So könnt ihr euch einfach auch diese Endung schon mal sichern, wenn ihr vorhabt, daraus eine Marke zu machen oder ein größeres Portal daraus zu bauen. Whatever. Einfach, damit sie euch gehört, ihr auf der sicheren Seite seid und ja, ihr ready to go seid. Braucht ihr aber im Prinzip nicht, wenn ihr vorhabt, eine kleinere Seite aufzubauen. So, du siehst das auch hier unten. Ich habe Sport Online Shop 24 mit Bindestrichen und einmal ohne. Ist nicht nötig, aber so ist es auf jeden Fall safe. Und für einen Zehner im Jahr ist es okay.
So, wenn ihr das geschafft habt, herzlichen Glückwunsch, eure erste Domain ist in eurem Besitz. Super easy bis dahin, also ist kein Hexenwerk. So, als nächstes müssen wir ein Content-Management-System installieren und da nutzen, ich denke mal, mindestens 95% der Internetanbieter WordPress. Das liegt daran, dass WordPress einfach super einfach zu bedienen ist, relativ leicht verständlich, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat und es sehr viele Tools gibt, die damit kompatibel sind. Genau, dann geht ihr hier auf wordpress.org, das werde ich euch auch nochmal verlinken. Downloadet hier die neueste Version. Das Ganze ist auch kostenlos. Wichtig ist auch, dass es so One-Click-Lösungen gibt, wo ihr WordPress einfach installieren könnt. Das wollen wir nicht. Um die höchste Sicherheit zu garantieren, müssen wir es manuell installieren. Na, dann haben wir auch safe als einzige die Login-Daten. Genau, dafür nutzen wir FileZilla. Das ist auch ein kostenloses Tool. Das downloaden wir auch. Hier nehme ich jetzt in dem Fall die Standard kostenlose Version. Die reicht vollkommen aus. So, dann geht ihr hin, installiert FileZilla. Geht auf Agree. So, genau. Installiert das schnell. So, wenn wir FileZilla installiert haben, können wir hier einfach WordPress öffnen. Ich nutze hier WinRAR, das ist kostenlos, könnt ihr auch einfach runterladen, wenn ihr noch kein Tool zum Entpacken habt. Genau, dann nehmt ihr den Inhalt, beziehungsweise wir machen es anders. Wir ziehen einfach den WordPress-Ordner mal hier in Dokumente. Genau, dann wird das Ganze entpackt, das ist wichtig. So, dann ist es wichtig, dass wir als nächstes bei All-Inkle eine separate Datenbank für die Domain anlegen. Ich gehe immer hier über die Members Area, da kommt ihr einfach hier über technische Verwaltung auf Cars Login. Ansonsten bekommt ihr diese Login-Daten aber auch per E-Mail zugeschickt. So, hier in Datenbanken könnt ihr dann eine neue Datenbank anlegen. Ich habe natürlich jetzt hier schon 3 liegen, habe eben die Sport Online Shop 24 Datenbank gelöscht, um das jetzt hier nochmal demonstrieren zu können. Ihr solltet hier einfach keine stehen haben. Dann müsst ihr die Beschreibung anlegen. Dann nehmen wir jetzt einfach Sport Online Shop 24. So, wählen ein Passwort. Genau, und dann gehen wir unten auf Speichern. So, und schon haben wir hier eine separate Datenbank angelegt. Genau, dann klicken wir hier oben auf Domain und ja, hier sehen wir noch unsere Haltstein-Domain, die wir natürlich nicht gekauft haben, aber die wir hier schon angelegt hatten. Die löschen wir gerade mal wieder raus. So, und hier müsste auch eure Domain dann aufgelistet sein. Da könnt ihr dann hier auf Bearbeiten klicken. Dann habt ihr hier eure Domain, die Übergangsdomain, die ist unwichtig. Und hier habt ihr Webspace. Hier sagt ihr All-Inkle, auf welche Datenbank diese Domain zugreifen soll. So, und wenn wir hier einmal draufklicken, wird hier schon vorgeschlagen, welche Datenbanken wir installiert haben. Und hier sehen wir auch schon die Sport Online Shop 24 Datenbank. Die wählen wir aus und belassen es dabei. Wichtig ist auch, dass wir einen SSL-Schutz aktivieren müssen. Das ist einfach die Änderung von HTTP in HTTPS. Das heißt, eure Domain wird kryptisch verschlüsselt und ist nicht mehr leicht hackbar, angriffbar, whatever. Da ich hier den SSL-Schutz schon mal aktiviert habe, zeige ich das einfach an einer anderen Domain. Und zwar hier an der zweiten. Da klickt ihr dann einfach drauf auf deaktiviert bearbeiten. Genau, hier habt ihr die Möglichkeit, ein kostenloses Zertifikat von Let's Encrypt zu nehmen. Da geht ihr einfach auf SSL-Zertifikat, Let's Encrypt, aktiviert den Haftungsausschuss und bezieht es hier. Das dauert dann ein paar Minuten, Sekunden, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall nicht lange. Und ja, dann wird es für diese Domain aktiviert. Da ich diese Webseite aber nur als Blockade genommen habe und diese direkt zu dieser Domain verlinkt, ist es unrelevant. So, zurück zu unserer Hauptdomain, das haben wir gerade eben nicht gespeichert. Das heißt, wir müssen hier nochmal den Webspace auswählen. So, hier gehe ich jetzt einfach hin, aktiviere es und stellt auch einfach ein, dass ihr SSL erzwingen wollt. Damit erreicht ihr, dass jeder, der jetzt HTTP Sport Online Shop 24 eingibt, direkt auf die verschlüsselte Domain weitergeleitet wird und genau, das passt.
Dann steht hier, das Zertifikat wurde bearbeitet. Es wird einige Minuten dauern. Und genau. Ja, hier an diesem Schloss seht ihr, dass das SSL jetzt aktiv ist. Genau, und bei der PHP-Version wählt ihr einfach die neueste aus, klickt auf Speichern und dann seid ihr good to go. Genau, und dann könnt ihr hier aktualisieren und ja, solange er in Bearbeitung steht, ist die Änderung noch nicht übernommen. Das geht in der Regel aber auch sehr schnell. Genau, mit diesem Prozess habt ihr jetzt quasi gesagt, dass diese Domain sich auf die Datenbank beziehen soll, die wir eben angelegt haben. Jetzt haben wir natürlich noch nichts in diese Datenbank installiert. Das heißt, sie greift darauf zu, aber findet natürlich noch keinen Inhalt oder nichts, womit sie arbeiten kann. Dafür müssen wir jetzt WordPress installieren. FileZilla ist in dem Fall unsere Schnittstelle von unserem PC zum Online-Server und genau darüber können wir dann Dateien auf den Server laden. Dafür müssen wir uns auf dem Server anmelden. So, und dafür geht ihr hier bei All-Inkle auf FTP. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Hauptnutzer immer hat. Ich glaube schon. Ihr braucht jetzt auch keinen neuen anlegen dafür. Dann nehmt ihr einfach den Hauptnutzer und klickt hier auf Bearbeiten. So, dann haben wir hier den Servernamen. Den brauchen wir, den kopieren wir, fügen den hier ein. Das ist in der Regel euer Login plus dieser Server. So, entweder habt ihr jetzt einen neuen FTP-Nutzer angelegt oder ihr habt diesen Hauptnutzer. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Dann habt ihr hier den Benutzernamen, den kopiert ihr, fügt ihn hier auch ein. So, und das Passwort müsst ihr dann noch generieren. Ich mache das jetzt hier einfach mal automatisch. Speichere das und gebe dieses Passwort hier ein. Das könnt ihr jederzeit wieder abändern. So. Und dann kommt ihr eben in euren Webspace rein. Hier liegen jetzt auch meine ganzen anderen Sachen, deshalb muss ich hier auch alles zensieren natürlich. So, hier war jetzt tatsächlich noch WordPress installiert. Die habe ich jetzt einfach rausgelöscht. Hier siehst du, was im Hintergrund passiert. Das dauert eine Weile. Und dann können wir gleich die neue WordPress-Installation starten. So, jetzt haben wir hier den leeren Ordner, in den wir WordPress installieren wollen. So, wir haben das eben hier unter Dokumente gespeichert. Dann klickt ihr hier auf WordPress. Wichtig ist, dass ihr hier nicht diesen Ordner reinzieht, sondern diese Dateien alle nehmt und dann einfach rüberzieht oder mit Rechtsklick hochladen. Also wichtig ist, dass ihr den Inhalt von WordPress reinzieht und nicht hier die Datei, weil sonst funktioniert es nicht. Genau, hier siehst du quasi den Arbeitsprozess, da werden alle Dateien nacheinander hochgeladen. Das dauert auch eine Weile, könnt ihr euch einen Kaffee in der Zeit holen. Ja, und wenn das abgeschlossen ist, dauert es nicht mehr lange. So, das Ganze wurde erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir hier die Domain aktualisieren, genau, zum Konfigurator kommen. Das sieht gut aus. Hier können wir dann WordPress installieren. Wenn dieses Fenster bei euch erscheint, habt ihr alles richtig gemacht bis zu diesem Zeitpunkt. So, genau, und jetzt installieren wir quasi WordPress und richten das für uns ein. Wir nehmen hier Deutsch. Hier müssen wir nämlich jetzt gleich die Datenbank, die wir vorhin angelegt haben, verknüpfen. So, hier müssen wir den Datenbanknamen einfügen, den wir eben angelegt haben. Dafür gehst du nochmal zurück in CARS und hast hier den Datenbankname, kopierst den hier raus, fügst ihn ein. Als nächstes hast du hier den Benutzernamen, der ist hier in der Regel gleich. Den kopierst du auch einfach und dann eben das Passwort, was du eben angelegt hast. So, alles klar, diesen Teil der Installation hast du geschafft und dann gehst du einfach auf Installation durchführen. So, hier angekommen kannst du als nächstes deinen Titel der Webseite eingeben, den kannst du später aber auch immer noch nach Belieben ändern. Dann haben wir einmal den Benutzernamen. So, mit dem Benutzernamen und dem Passwort, das du hier anlegst, loggst du dich später in WordPress ein. Die solltest du dir auf jeden Fall gut sichern. Genau, der Titel wird hier oben in dem Tab angezeigt. KI Insights, Erfahrungen und Tools mit der künstlichen Intelligenz und so weiter. Das ist eben der Titel. Ich nehme jetzt einfach hier mal Sport Online Shop 24. Genau, diese drei
Felder macht ihr dann ganz individuell für euch. Deine E-Mail-Adresse ist auch wichtig, weil wenn du mal deine Login-Daten vergisst, kannst du diese da wieder neu anfordern bzw. zurücksetzen. So, und hier haben wir noch die Sichtbarkeit für Suchmaschinen. Du kannst jetzt einstellen, dass Google deine Website noch nicht suchen bzw. finden soll. Das klicken wir jetzt erstmal an. Wir müssen nur am Ende dran denken, diesen Haken auch wieder rauszunehmen, wenn wir die Seite veröffentlichen wollen. Ja, dann haben wir alles und können WordPress installieren. Genau, so, Installation erfolgreich, WordPress wurde installiert, vielen Dank und nun viel Spaß. Genau, du wirst dann automatisch hier zu WP-Login PHP weitergeleitet und das ist eben dieses Login-Fenster. Genau, und hier gebt ihr dann einfach die Login-Daten ein, die ihr eben erstellt habt. Dann klickt ihr auf Anmelden und dann kommt ihr ins Backend. Genau, willkommen bei WordPress. Unsere Website sieht so aus. Das ist einfach die Standardeinstellung von WordPress. So genau, das hier nennt sich dann das Backend, also das, was der Nutzer nicht sehen kann. Da kommst du nur mit deinen Login-Daten rein. Und im Backend wird eben alles Wichtige gebaut. Dann gibt es hier verschiedene Reiter, dann haben wir Beiträge, Medien, hier werden dann Bilder etc. hochgeladen, Seiten und ja, Kommentare, Designs, da kommen wir dann nachher zu. Wir können jetzt hier schon eins auswählen. Das sind einfach Standard-Design-Baukästen im Prinzip, die du nutzen kannst. Aber die erfüllen nicht wirklich unseren Zweck, den wir vorhaben. Ja, was ich da alles nutzen werde, zeige ich dir dann im nächsten Video. Was du schon mal machen kannst, wenn du jetzt wirklich schnell bist und bis zu dem Punkt gekommen bist, kannst du ja erstmal alles löschen. Du kannst hier die ganzen Plugins, die installiert sind. Ich gehe auch immer hin und lösche direkt die Standard-Designs, weil mit denen lässt sich einfach nicht so gut arbeiten. Genau, eins müssen wir ausgewählt lassen, bis wir unser Theme installieren. So, die Beispielseiten können auch alle erstmal in den Müll, Papierkorb. Hier kannst du dann das Ganze endgültig löschen. So, Medien sind keine standardmäßig drin. Beiträge, den kannst du auch löschen. Und endgültig löschen, genau. Und bei Kommentaren war, das haben wir gelöscht, beziehungsweise das war dann ein Kommentar auf dem Beitrag. Genau, und dann haben wir schon mal ein cleanes WordPress, auf dem wir aufbauen können. So, in der nächsten Folge installieren wir dann unser Theme. Ja, ich freue mich sehr auf das Projekt. Wenn du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare oder schreib mir direkt bei Discord. Hier habe ich auch einen neuen Channel gemacht, der ist extra für dieses Projekt gedacht. Ja, und schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob es bei dir funktioniert hat. Ich danke dir fürs Zusehen. In der nächsten Folge können wir schön durchstarten. Bis dahin, alles Gute.